Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Kanal Häkeln mit Elli. In diesem Video zeige ich euch, wie man solche kleine Mini-Körbchen häkelt. Gehäkelt habe ich diesen Körbchen in Strickmuster aus Textilgarn und ich werde euch zeigen, wie man solche Ohren macht und solchen Ohren. Ich habe für diese kleinen Körbchen Resttextilgarn verwendet und ich denke mal, jeder von uns hat ja zu Hause die Reste und man weiß ja nicht, wohin damit. Und ich habe gedacht, ich mache hier verschiedene Osternkörbchen in verschiedenen Farben und das, was ich hier noch als Reste habe, und die werde ich gerne auch mal verwenden für solche Körbchen. Was ich dafür benutzt habe, das ist ja die Häkelnadel Nummer 6 und die Schere und natürlich auch Textilgarn. Dann wollen wir mal loslegen. Wir beginnen mit der ersten Reihe und machen Amigurumi-Ring oder diesen magischen Ring, der noch so genannt wird. Ich lasse ein Endstück ungefähr 20 bis 25 cm. Mit diesem Endstück werde ich dann die Reihe verbinden und beginne dann mit dem Amigurumi-Ring. Arbeitsfaden ist hier und das Endstück ist ja dann bei mir hier und mache 6 Maschen in den Ring. Also die erste Masche, zweite, dritte, vierte, fünfte und die sechste. Diese erste Reihe mache ich nicht zu fest. Die ersten Maschen mache ich auch ganz locker. Dann nehme ich am Endstück und ziehe daran. So schließe ich diesen magischen Ring. Und jetzt verbinde ich die Reihe mit nahtlosen Übergang. Das heißt, die letzte Masche, also nehme ich erstmal Häkelnadel raus und die letzte Masche nehme ich so auseinander und lasse diese beiden Schlingen noch drauf. Dann gehe ich mit der Häkelnadel hier durch, nehme das Endstück und ziehe durch diese beiden Schlingen. Dann, das war die erste feste Masche, die wir gemacht haben, und da ist jetzt die nächste Schlinge zu der nächsten Masche. Unter diesen beiden Schlingen gehe ich durch, hole das Endstück und ziehe den auf die Rückseite. Und dann von der Rückseite, das war die letzte Masche, gehe ich unter diese Schlinge und die nächste, das Endstück und ziehe dann wieder auf die Rückseite. Jetzt kann ich an den Faden ziehen. So haben wir die erste Reihe beendet und so sieht es von der Rückseite. Wenn ihr seht, dass diese Schlingen bei der letzten Masche, wo wir es verbunden haben, viel zu groß ist, dann könnt ihr ein bisschen an den Arbeitsfaden ziehen und dann so schließen wir dann hier und dann sehen alle Schlingen von der Rückseite auch gleich aus. So, die erste Reihe ist beendet. Insgesamt häkeln wir 3 Reihen. Wir beginnen jetzt mit der Reihe Nummer 2 und in der Reihe Nummer 2 muss jede Masche verdoppelt sein. Also ich gehe in die erste Masche,
rein, hol mir den Faden und mache dann die erste Masche. Und diese Masche verdopple ich. Dann die nächste. Wie ich schon gesagt habe, dieses Muster ist Strickmuster. Wir müssen dann in die Mitte der Masche reinstechen und von der Rückseite muss sie genau auch in der Mitte rauskommen. Und nochmal verdoppeln. Und das machen wir dann 6 Mal. 2 Mal habe ich schon, 4 muss ich noch. Drei. 4. 5 und die letzte Masche wird verdoppelt. 6. Die schließe ich aber auch wieder mit dem Endstück. Dann nehme ich auch jetzt das Endstück, den durch beiden Schlingen und schließe genauso wie die erste Reihe. Ich gehe hier unter durch, Endstück nehmen und dann auf die Rückseite ziehen. Von der Rückseite bei der letzten Masche unter diesen beiden Schlingen Faden holen und dann wieder auf die Rückseite Faden ziehen. So haben wir jetzt nahtlos die Reihe beendet. Guck von der Rückseite, wenn mir diese Schlinge zu groß ist, ziehe ich an den Arbeitsfaden und mache die genauso wie alle anderen. So, jetzt machen wir die dritte Reihe und in dieser Reihe werden wir jede zweite Masche verdoppeln. Gehe wieder in die erste Masche rein, hol den Faden und mache erstmal eine Masche. Die nächste Masche wird verdoppelt. Dann wieder eine Masche, die nächste wieder verdoppeln. So, und das machen wir 6 Mal, 2 Mal habe ich schon, 4 muss ich noch und verdoppeln dann jede zweite Masche bis Ende der Reihe. Hier habe ich zum Beispiel Fehler gemacht, habe ich 2 Mal verdoppelt. Darauf müsst ihr auch achten. So, dann die Masche wird verdoppelt. Dann eine Masche und wieder verdoppeln. So. Achtet bitte darauf, dass hier jede zweite Masche verdoppelt wird und schließen dann die Reihe genauso wie die
letzte Reihe mit nahtlosen Übergang. So, der Boden von den Körbchen ist jetzt fertig und wir fangen gleich mit den Wandhochhäkeln. Wir beginnen jetzt Wand zu häkeln und zwar ihr könnt ja diese Kette sehen. Wir stecken die Häkelnadel in die Mitte und bei der Rückseite stecken wir die Nadel unter diese Schlinge, die entstanden ist. Und so machen wir dann die erste Masche, in dieser Reihe werden wir auch nichts verdoppeln, also in jede Masche häkeln wir nur eine feste Masche. Also in jede Masche eine feste Masche häkeln. Und so geht dann die Wand nach oben. Also bis Ende der Reihe häkeln. Ich bin jetzt am Ende der Reihe angekommen und die Reihe werden wir genauso beenden, wie wir am Boden gemacht haben. Also nehmen unser Endstück, ziehen durch und schließen so die Reihe mit nahtlosen Übergang. Und beginnen dann mit der Reihe Nummer 2 bei der Wand. Und insgesamt müssen wir 3 Reihen hochhäkeln. Eine haben wir schon, die zweite und die dritte wird genauso gemacht wie die erste. Also in jede Masche eine Masche häkeln. In jede Masche eine Masche häkeln. Ich denke mal, das ist ja auch sehr einfach und das könnt ihr auch alleine machen. Insgesamt brauchen wir 3 Reihen. Die 3 Reihen habe ich jetzt hochgehäkelt und mir ist der Körbchen hier so in die Mitte gekommen. Habt keine Angst, das ist normal. Das Einzige, was man machen muss, man zieht hier so auseinander. Und dann sieht es ja auch ganz anders aus. Ich habe hier auch die Reihe mit nahtlosen Übergang beendet. Diese Endstück brauchen wir nicht. Also wir können das jetzt auf dieser Stelle den mal verstecken und das Endstück dann abschneiden. So, und dann können wir jetzt mit den Ohren beginnen. Jetzt gehe ich unter diesen beiden Schlingen mit der Häkelnadel durch, hole mir den Faden und mache die erste Masche. Und mache dann insgesamt, die kann ich auch ein bisschen fester machen,
Das ist die erste. Und dann mache ich noch 8 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist insgesamt 9 Luftmaschen habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann noch eine. Dann drehen und hier sind die auf der Rückseite die Schlingen und unter diesen Schlingen häkeln wir die Maschen. Die erste lassen wir aus, gehen unter der zweite und machen dann die erste feste Masche. Dann Umschlag und machen eine halbe Stäbchen. Umschlag. Die nächste häkeln wir ein Stäbchen. In die nächste machen wir wieder ein Stäbchen. Noch ein Stäbchen. Dann halbe Stäbchen. Eine feste Masche. So, eine feste Masche, halber Stäbchen, dreimal Stäbchen, halber Stäbchen, eine feste Masche. Dann, hier haben wir angefangen und wir verbinden jetzt dieses Ohr mit der nächsten Masche. Also hier unter durchgehen und machen dann eine Kettmasche. So sieht unser erster Ohr aus. Von der Rückseite. Dann in die nächste Masche machen wir wieder eine Kettmasche und fangen jetzt dann wieder mit 9 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die erste Schlinge auslassen, bei der zweiten beginnen wir mit der Festmasche, dann halber Stäbchen, dreimal Stäbchen, 1, 2, 3. Dann ein halber Stäbchen, ein Stäbchen, das zweite Ohr ist jetzt auch fertig und verbinden mit dem Körbchen, gehen in die nächste Masche rein und machen dann die Kettmasche. So sehen die Ohren aus. Wir machen noch die letzte Reihe und zwar die letzte Reihe, das ist Kettmaschenreihe. In jede Masche häkeln wir dann Kettmaschen.
So, in jede Masche eine Kettmasche. Am Ohr angekommen. Und hier häkeln wir auch eine Kettmasche. So, hier haben wir mit der Kettmasche angefangen. Ziehe ich den Faden ein bisschen größer raus. Jetzt schneide ich den Faden ab. Faden rausziehen. Und beenden dann nahtlosen Übergang. Wir machen jetzt unter diesen beiden Schlingen bei der ersten Kettmasche gehen wir rein, holen uns den Faden und ziehen so auf die Rückseite. Und dann von der Rückseite gehen wir mit der Häkelnadel hier durch, dass es ja hier zwischen rauskommt. Ja. Und auf die Rückseite ziehen. Und alles festziehen. Jetzt können wir das Endstück auch auf der Rückseite verstecken. So ein paar Mal den Faden durchziehen und abschneiden. So, hier war, können wir auch einmal abschneiden, das Endstück. So, der Hase oder Osternhase ist fertig. Ich ziehe hier noch an der Wand. Und wenn man will, kann man die Ohren so zur Seite biegen oder so auseinander biegen. Ein Deko-Ei oder Schoko-Ei reinstecken. Und so sieht der Korb aus. So ein Körbchen mit den Ohren ist fertig und ich wollte euch noch mal zeigen, wie man solche Ohren macht. Und zwar, man häkelt genauso einen Korb, was wir vorhin gemacht haben, dreimal. Der Boden aus 3 Reihen besteht und die Wand, die 3 Reihen hochkommt. Dann haben wir unser Faden, die Reihe verbunden, Faden versteckt und machen dann die erste Masche. Und jetzt jedem selber überlassen, wie groß diese Ohren sein sollen. Wenn man will, dass die auch richtig lang sind, dann macht man so viele Luftmaschen nach oben, die man möchte. Also ich habe, glaube ich, für diesen Ohren jeweils 15 Luftmaschen gemacht. Also das ist ja jedem überlassen, wie groß an diesen Körbchen die Ohren sein sollen. Eine Luftmasche habe ich schon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dann gucke ich erstmal. Okay, es langt. Vielleicht mache ich ja noch 2 noch dazu. Das sind ja 17. Und verbinde dann bei der nächsten Masche mit Kettmasche das Ohr. Dann beginne ich gleich mit Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich mache diesen Ohr mit 16, dass das ein bisschen kleiner ist, dass die nicht beide groß sind, dass die verschiedene Längen haben. Und verbinde dann mit Kettmaschen. So sind dann auch Ohren entstanden bei diesen Körbchen. Und dann beende ich genauso mit Kettmaschenreihe die Reihe. So, und hier mache ich genauso die Kettmaschen. So, das war die letzte. Dann Faden abschneiden und mit nahtlosen Übergang die Reihe verbinden. So, auch von der Rückseite. Nochmal alles gut festziehen und dann auf der Seite Faden verstecken. Und jetzt ist ja auch so ein Körbchen fertig mit solchen Ohren. Ich habe zum Beispiel bei meinen Körbchen die Ohren mit Dampfbügeleisen noch gebügelt, deswegen stehen sie ja auch richtig so fest. So sind jetzt auch schnell diese Osternkörbchen entstanden. Dann wünsche ich euch auch viel Spaß beim Nachhäkeln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!